So, ich bin jetzt in Enschede, habe Jordan gerade zum Bahnhof gebracht. Voll die schöne Stadt, ganz ehrlich. Pablo ist da, lächelt mich an. Ich mache gleich noch eine kurze Pipi-Pause mit ihm und dann fahre ich direkt zurück. Und dann hoffe ich, bin ich nicht zu müde, um Podcast und alles zu machen. Jetzt gerade bin ich so, gar kein Bock. Aber naja, ja, mal sehen. Mal sehen, aber es ist mega das schöne Wetter, es ist voll warm, gar nicht mehr gewohnt. Pablo und ich hatten eine hervorragende Nacht. Ich war ja extrem müde, habe mir so gedacht, ich gehe früh ins Bett. Pablo schien auch müde und ich habe ihn dann hier im Büro schlafen lassen, weil er lag so auf dem Sessel und war so extrem müde. Und war ich so, ja okay, dann schlaf halt hier, dann kann ich die Tür offen lassen, dann können mal wieder die Katzen ein bisschen zu mir kommen zum Kuscheln. Und das hat super funktioniert. Ich bin mega schnell eingeschlafen, habe wunderbar gepennt. Und dann ich glaube es war 1:30 oder so, fängt Pablo an zu bellen und ist der Meinung, dass ihm dann einfällt, dass er unbedingt raus muss und pinkeln muss. Ich war so, wunderbar, vielen Dank. Habe versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen und keine Ahnung, nochmal weiter zu schlafen. Hat nicht geklappt, er hat nicht aufgehört, dann bin ich halt nochmal aufgestanden, dann sind wir nochmal rausgegangen und dann habe ich ihn wieder hier hingebracht, weil er auch straight auf einem Weg hier hingelaufen ist. Pablo, hörst du auf? Er beißt die ganze Zeit in den Sessel. Was wollte ich sagen? Genau, dann war er hier und dann war er auch erst ruhig und dann bin ich wieder ins Bett gegangen, bin wieder relativ schnell eingepennt, war aber ultra sauer. Weil ich halt wirklich, ich bin einmal extrem müde und gehe wirklich früh ins Bett und dann kommt er so mitten in der Nacht an, so ja, ich muss jetzt raus. Ja, und ratet mal, was er eine Stunde später gemacht hat, hat wieder gebellt und nicht aufgehört. Einfach eine halbe Stunde oder so habe ich einfach nur da gelegen und gedacht, sei einfach leise. Und er war immer mal wieder leise und hat dann wieder angefangen. Dann bin ich also nochmal aufgestanden und habe ihn zu mir geholt. Und dann war er mit mir im Bett. Und hat einfach die ganze Zeit, er war so am Rumtapsen und war so, ja, ich muss meine perfekte Schlafposition finden, hat sich hingelegt, ist wieder aufgestanden und ich bin die ganze Zeit wieder wach geworden. Ich war so pisst einfach. Dann hat er irgendwann endlich geschlafen, eine Stunde später hat er Salem angebellt. Dann hat er wieder geschlafen. Um 7 Uhr morgens meinte er so, hey, es ist hell, wir können aufstehen. Ich so, nein, definitiv nicht. Ja, und dann, keine Ahnung, um 9 hat er, glaube ich, wieder angefangen und dann bin ich irgendwann auch einfach aufgestanden, weil 9 Uhr war dann halt auch okay. Und ich bin jetzt nicht so extrem müde, aber es war trotzdem einfach komplett nervig heute Nacht. Und auch jetzt gerade will er mich einfach nur verarschen und tatsächlich macht er mir gerade die Entscheidung, ob ich ihn abgeben soll oder nicht, relativ einfach. Bin ich ihm auch auf eine Art relativ dankbar für. Irgendwie, ja, ist mir so letzte Nacht klar geworden, wie viel er einfach in meinem Leben ruiniert. Weil ich halt auch, ja, ich weiß, dass ich ihm gerade nicht das gebe, was er braucht und was er verdient und was wichtig wäre. Das weiß ich. Ich kann es aber halt gerade nicht. Und mir wird von Tag zu Tag mehr klar, dass ich es nicht nur nicht kann, sondern auch gerade einfach nicht will. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht lieb habe. Wenn er weg ist, werde ich ihn unglaublich doll vermissen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und trotzdem macht es mein Leben ist schon schwer genug, okay? Mein Leben ist wirklich schwer genug und ich brauche gerade nicht noch einen Hund, den ich nicht schaffe zu trainieren. Ich habe ein ganzes Jahr lang mit all meiner Kraft versucht, diesen Hund zu trainieren. Es wurde von meinem Ex-Freund alles zunichte gemacht, immer wieder wurde alles ruiniert und jetzt stehe ich da mit ihm. Er hat nicht von klein auf das gelernt, was er lernen sollte, aus eben diesem Grund. Und dann habe ich danach trotzdem wieder versucht,
weiter mit ihm zu trainieren und alles wegzutrainieren. Und es wurde immer kurzfristig besser und dann wurde doch wieder alles kacke. Dann durch die Umzüge konnte ich auch nicht richtig trainieren, alles wurde wieder blöd. Er pisst mir überall hin, wenn ich nicht hingucke. Wenn ich ihn frei laufen lasse, er zerstört die ganze Wohnung. Und ich habe nicht die Zeit und nicht die Kraft und nicht die Lust, ihn die ganze Zeit im Auge zu behalten. Wenn das alles nicht wäre, dann könnte ich ihm alles geben und dann hätte ich auch Lust, mit ihm zu trainieren und ihm neue Sachen beizubringen. Aber dadurch, dass ich einfach bei -10 anfangen muss und wir einfach immer 2 Schritte nach vorne machen und 3 nach hinten, kann ich nicht mehr. So. Und ich bin mir aber sicher, dass jemand, der Erfahrung mit Hunden hat und mit sowas umgehen kann, ihn in, keine Ahnung, 4 Wochen trainiert hat und alles ist fein, wenn derjenige die Kraft dazu hat. Aber Pablo ist mein erster Hund. Ich habe keine Erfahrung. Alles an Hilfe, was ich mir versucht habe zu holen, hat nicht geholfen. Und ich bin gerade einfach am Ende. Und deswegen, ja, meine Entscheidung ist hiermit gefallen. Nächstes Problem ist nur, ihn loszuwerden. Das klingt härter, als ich es meine. Weil, ja, papieremäßig ist ein bisschen problematisch, weil ich nicht alles habe. Manches ist vielleicht noch bei meinem Ex-Freund oder bei den Umzügen irgendwie verloren gegangen. Ich habe es noch nicht wiedergefunden. Ohne das will ihn halt auch keiner haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich war so zufrieden mit meinem Outfit. Ich liebte es so sehr. Jetzt habe ich gerade mitten in einer Podcast-Folge einfach den Tee drüber gekippt. Über meine ganze Hose. Pablo trinkt's vom Boden. Da ist alles. Ich weiß nicht, was momentan los ist, aber es ist einfach eine komplette Katastrophe. Guckt es euch an. Ich werde mich jetzt umziehen und dann schnell weiterdrehen. Dieser Moment, wenn du anstatt Start aus bei deiner Waschmaschine drückst und du gerade denkst, oh, also ihr erinnert euch, dass ich Tee über meine Hose geschüttet habe und ich möchte sie gerne nachher wieder anziehen. Deswegen dachte ich mir, wasche ich die kurz 15 Minuten, hau sie dann schnell in den Trockner und dann wird die in einer Stunde oder 2 fertig und trocken sein. Habe aber dann eben weiter den Podcast gedreht und wollte jetzt gerade die Hose in den Trockner packen. Aber sie war einfach trocken. Also, die eine Seite war trocken. Und warum? Weil ich nicht Start gedrückt habe, sondern da, aus. Und jetzt ist sie einfach nicht fertig. Und es ist aber halt schon fast eine Stunde später, anstatt eine Viertelstunde, weil ich halt gedreht habe und dann habe ich was gegessen und dann habe ich es vergessen und ich dachte so, ach ja, aber dann packe ich jetzt rein und alles ist gut. Heute ist so ein ADHS-Tag, wirklich. Es ist ein Paradebeispiel heute. Okay, ist ein paar Stunden später, als ich erwartet habe und irgendwie ein bisschen geplant war, aber ich fahre jetzt gleich los, Jordan abholen. Wieder aus Enschede. Eigentlich wollten wir da dann noch ein bisschen Zeit verbringen. Er wollte mir das ein bisschen zeigen und so, weil er da zur Schule gegangen ist eine Zeit lang. Und ja, ist jetzt ein bisschen spät dafür. Es ist 9 Uhr und wenn ich da bin, ist es halt 10, halb 11. Aber wahrscheinlich muss ich ihn da ja auch dann am Dienstag wieder hinbringen. Und vielleicht schaffen wir es dann ja zur Abwechslung mal ein bisschen eher loszufahren, dass wir dann davor da irgendwie ein bisschen Zeit verbringen können. Mal sehen. Theoretisch ist ja Dienstag eben mein Off-Day, das heißt, ich hätte auch wirklich die Zeit dafür, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben, aber das früh aufstehen, pünktlich losfahren und das alles ist ja immer ein bisschen Problem bei uns. Das ist ja so das größte Problem. Und da er halt dann abends irgendwann arbeiten muss, kann er halt nicht so extrem spät los. Und dann so mit Zeitdruck nach hinten, ich weiß nicht. Aber naja, ist sicherlich nicht das letzte Mal. Aber eigentlich wollte ich mal wieder einen kurzen Vlog machen für Instagram. Haut jetzt halt nicht hin, weil halt nichts passieren wird. Und ich brauche jetzt halt nicht filmen. Ja, hi, ich hole jetzt meinen Freund aus Enschede ab. Und dann fahre ich hin und sage, hi. Und dann fahren wir zurück. Das ist halt langweilig, passiert halt nichts. Deswegen mache ich das wann anders. Ratet, was wir sind. Richtig müde. Wir waren gestern um ungefähr 12 wieder zu Hause und sind direkt ins Bett gegangen. Und dann haben wir auch gepennt und es ist jetzt 10:30 und wir haben
eigentlich durchgeschlafen, glaube ich. Ich war zwar heute Morgen schon mal einmal kurz wach, aber bin wieder eingepennt. Ich bin trotzdem noch müde. Jordan ist recht. Ja, aber ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann mache ich mich an den Vlog, den ich gestern aufgenommen habe, den ich dann heute hochlade. Nicht Vlog, Podcast. An das neue Level. Und ja, danach wird geputzt. Well, you have to stand today. Yeah. Work like this. You know, other dogs would go away when you sit down. He's just like, I'm like a cat. Yeah, I will stay here. It's your problem now. Das wäre noch mal ein eigenes Thema und da werde ich definitiv auch noch mal ein Level sagen. Wir hatten eine fantastische Nacht, weil Pablo sich einfach überlegt hat, die ganze Nacht durchzubellen. Und wenn ich die ganze Nacht sage, meine ich die ganze Nacht. Also kein Scheiß. Es war schrecklich. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Nachbarn haben es nicht zu sehr gehört. Ich weiß nicht. Ich habe ja zum Glück meine Loop-Earplugs. Die haben mir das Leben gerettet. Jordan hat gelitten. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem war. Er war erst im Büro und da war alles gut. Und dann irgendwann mitten in der Nacht hat er angefangen. Ich glaube um 1 Uhr oder so. Nee, kann nicht sein, war später. Weil wir haben um 1 erst noch einen Film geguckt und dann gepennt. Ja, keine Ahnung. Dann war es auf jeden Fall später als das. Vielleicht war es 3 oder 4. Und da hat er angefangen zu bellen. Nein, stimmt gar nicht. Es war 5. Es war schon relativ spät. Aber dadurch, dass wir halt um 1 noch einen Film geguckt hatten und dabei eingeschlafen sind, haben wir halt noch nicht wirklich viel geschlafen. Und dann hat er nicht aufgehört, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und dann bin ich nämlich aufgestanden und hab ihn zu uns geholt, weil ich dachte, okay, vielleicht fühlt er sich gerade alleine, hat gepennt, ist wach geworden, hat gesehen, keiner ist da. Und dann habe ich ihn hergeholt. Er war kurz still, für eine halbe Stunde oder so. Und dann hat er einfach wieder angefangen. Und dann war er wieder die ganze Zeit am Bellen. Und ja, Jordan war gut bedient, weil ich habe es natürlich auch gehört. Weil auch mit den Earplugs höre ich das leider, traurigerweise. Aber halt zum Glück nicht ganz so laut. Macht halt schon einen Unterschied so. Naja, wie auch immer, jetzt gerade mache ich Pancakes. Jordan ist mit Pablo draußen. Bin gerade mal ganz froh, dass ich es heute mal nicht machen muss. Und gestern habe ich hier so viel aufgeräumt. Die Küche sieht so gut aus und ich habe die ganze Wohnung mega ordentlich aufgeräumt. Dass ich gerade extrem motiviert bin, hier meine Küche nochmal zu benutzen. Und ja. Gibt gleich Pancakes zum Frühstück. Oh, dann werde ich den Vlog schneiden und mal gucken, was wir dann heute sonst noch so anstellen.